So, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Und heute geht es mal um was ganz Aktuelles, und zwar um den Bitcoin in Verbindung zu dem Iran-Krieg. Und zwar, es ist ja am Wochenende jetzt Iran angegriffen worden von Israel und USA. Das wissen wir jetzt inzwischen alle. Aber am Wochenende hat es schon eine wichtige Reaktion gegeben vom Bitcoin. Und zwar, der Bitcoin hat sich kaum verändert und ist sogar gestiegen. Und das ist was Neues, weil eigentlich, also so Kriege oder so Krisen haben immer am Wochenende begonnen oder gestartet meistens, weil da eben die Börsen zu haben. Und dann war eben Bitcoin immer ein guter Indikator. Dann wurde Bitcoin gleich abverkauft, weil er ja auch am Wochenende gehandelt wurde und die Börsen eben noch zu waren. Und das wurde eigentlich dieses Mal auch wieder erwartet, weil ja, das war halt bisher immer in der Vergangenheit so, weil keine Ahnung, warum das so war. Und es hat sich jetzt eigentlich zum ersten Mal so geändert. Man weiß jetzt noch nicht, wird es jetzt die nächsten Mal auch so sein. Das wäre auf jeden Fall, also ich denke so in 10 Jahren ist das auch auf jeden Fall der Standard, weil das ist ja eine Eigenschaft von Bitcoin, dass es ja eigentlich ein Risikoasset oder ein Risikoasset sein soll, wenn eine Krise ist, dass man vor allem dann auch in das investiert. Weil es ja ein knappes Gut ist, so wie Gold jetzt. Also eine Krisenwährung soll es ja auch so sein. Also man soll natürlich auch in guten Zeiten investieren, ganz klar. Aber es soll ja eine Krisenwährung sein. Und das wurde jetzt von der breiten Masse noch nicht so akzeptiert. Das ist noch nicht so im Mainstream angekommen. Aber das war jetzt am Wochenende das erste Mal so. In der Nacht von Freitag auf Samstag war der Angriff. Da ist zwar Bitcoin erst um 4% gefallen. Dann, dann war in einer Zone zufälligerweise, wo er halt schon öfter reagiert hat. Also hat kein neues Low gemacht und ist dann innerhalb von dem Tag, hat das alles wieder aufgeholt, ist praktisch wieder 4% gestiegen und hat den Tag im Plus geschlossen. Genauso wie den Sonntag und jetzt am Montag, also heute ist Montag, wo ich das Video aufnehme, wo die Börsen jetzt aufgemacht haben, ist der sogar nochmal um weitere 5% gestiegen. Was natürlich krass ist. So, also jetzt gibt es natürlich so Spekulationen. Viel war schon eingepreist und so. Er ist in den letzten Tagen schon gefallen, aber ja, also das zumindest. Eigentlich ist es meistens so auch, dass erwartet wird. Die Retailer haben ja auch noch viele Bitcoin, dass die auf jeden Fall dann aus solchen Währungen rausgehen und die verkaufen. Und die ETF-Anbieter, die können das dann schon mit so Formeln berechnen. Und die haben ja richtige Bitcoins. Und die wissen meistens vielleicht Montag, ja, ein paar Retailer werden ihre Anteile des ETFs verkaufen. Das heißt, wir müssen auch unsere Bitcoins schon verkaufen. Und weil die schon das so ausrechnen können und damit rechnen, verkaufen die dann schon mal einen Teil am Sonntagabend vor Börsenclose, weil am Montag wird es wahrscheinlich bergab gehen. Aber selbst das haben die ETF-Anbieter diesmal noch nicht gemacht. Sie hatten wieder recht. Sie haben anscheinend gute Formeln und können das gut bewerten. Ja, das ist auf jeden Fall was Neues. Das werde ich weiter beobachten. Die nächsten Krisen werden bestimmt kommen. Es ist eine volatile Zeit, aber Bitcoin hält sich auf jeden Fall stabil. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und ja, ich hatte vielleicht vorgehabt, sogar den Dip nochmal zu kaufen. Ich glaube, viele andere auch, aber da wurden sie auf dem falschen erwischt. Aber ja, dann nächstes Mal wieder. Und genau, das war es eigentlich auch schon, was ich jetzt hier dazu sagen sollte, weil es sollte nur ein knappes Video sein. Und hier noch den Sonnenuntergang im Hintergrund zeigen. Hier geht die Sonne unter. Eigentlich ganz schön. Und ja, danke fürs Zusehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch so seht. Ob es bei den nächsten Krisen auch so weiterhin sein wird. Und ob ihr das positiv findet, wenn es sich jetzt schon verändert. Weil dann würde es ja fast heißen, dass wir jetzt langsam schon in einer Zeit angekommen sind, wo immer mehr Leute realisieren, was wirklich die Eigenschaften von Bitcoin sind. Ja genau, schreibt es mir mal in die Kommentare. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.